Was geht? Mein Name ist Paruski und willkommen zu diesem Video. Wie ihr gerade schon hört, so hört sich eine laute Playstation an. Ich habe sie gerade mal seit etwa 5 Minuten am Laufen. Habe hier WW2 angemacht und ihr hört, die Playstation ist zu laut. Und in diesem Video werden wir die Playstation aufmachen, sauber machen und dann schauen, ob sie nach der Säuberung dann leise ist. So, jetzt werden wir die Playstation öffnen. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen im Video. Wir müssen halt hier an diese 2 Punkte müssen wir hochdrücken. Und da geht schon mal der Deckel auf. Keine Angst haben, ihr könnt ruhig ein bisschen fester drücken. So. Wie man hier schon erkennen kann, ist hier jede Menge Staub. Ich weiß nicht, ob man sieht, hier schon mal ein Fingerabdruck, das heißt, die Playstation wurde schon mal aufgemacht. Und falls man das hier, doch man sieht, ist relativ sehr staubig, wirklich sehr staubig. Hier sieht man schon eine richtig dicke Ablagerung vom Staub. Also die Playstation ist nicht einfach so laut. Wir werden jetzt das hier aufschrauben. Für die Schrauben hole ich mir meistens solche Gläser oder irgendwelche Behälter, ist eigentlich relativ vollkommen egal, dass man halt immer die Schrauben sortiert hat und immer halt weiß, welche Schraube wohin kommt. Auf der Rückseite müssen wir hier so eine Plastik-Dings hier abmachen, weil hier die Festplatte ist und die müssen wir mit einer Schraube lösen und dann können wir die Festplatte rausziehen. Hier auf der Rückseite. Hier ist sie. Hier ist eine Schraube, da drauf ist ein Siegel meistens. Also das heißt meistens, das ist immer ein Siegel. Da müsste hier noch eine Schraube sein, normalerweise. Und ich glaube hier, bin mir aber gerade nicht so sicher. Und jetzt müssen wir, wie bei der Vorderseite, nur noch es hier hochziehen. Am Ende sehr wichtig, nicht hinten auch noch hochziehen, sondern wenn ihr hier hinten es hochgezogen habt, etwa so hochziehen und dann nach hinten rausziehen. Hier haben wir auf jeden Fall auch sehr viel Staub. Also die Playstation hat auf jeden Fall einiges mitgemacht. Ich rate euch immer, wenn ihr irgendwelche Sachen aufschraubt, macht immer Fotos. Also quasi von jetzt Foto machen, dann könnt ihr das aufschrauben. Hier ist zum Beispiel eine Schraube, habe ich gerade nicht gesehen. Immer Fotos machen.
So, jetzt haben wir alle Schrauben gelöst. Wir können hier das Metallblech hier noch mal ganz schön aufpassen. Hier ist nämlich die WLAN-Kabel, ist das glaube ich, verlegt. Müsst ihr hier von dem Metall lösen. Schon könnt ihr das Ding hier abnehmen. Jetzt drehen wir wieder das Ganze um. Jetzt können wir hier das Netzteil rausholen. Wie immer, ganz vorsichtig immer an die Sache rangehen. So. Eine Sekunde. Hier ist ein weißer Kabel. Den könnt ihr dann einfach vorsichtig hochziehen. Und hier ist das Netzteil. Ich empfehle euch, das auch sauber zu machen. Mit Staubsauger, mit bisschen Staub wegwischen. So. Hier ist der Lüfter. Und das hier müssen wir jetzt noch alles reinigen. Aber zuerst müssen wir hier auf dieser Seite diese 2 Schrauben hier lösen. Dann können wir die Platine hochheben. Hier bitte ganz vorsichtig arbeiten. Versuchen die Platine niemals zu beschädigen, Kratzer reinzumachen oder sonstiges oder Flüssigkeiten. Legen wir zur Seite. Am besten besorgt ihr euch so ein Werkzeug. Dann könnt ihr ganz einfach hier aus den Ecken die Platine hochkurbeln. Mal ganz schön vorsichtig sein. Das war jetzt auf der Rückseite. Hier ist die Wärmeleitpaste. Ehrlich gesagt habe ich sowas noch nie gesehen. Sieht sehr komisch aus hier. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich werde hier alles jetzt sauber machen. Und ich mache neue Wärmeleitpaste drauf. Wie man aber vielleicht, wenn die Kamera fokussiert, sieht man, hier ist echt sau viel Dreck drauf. Also wirklich. Das ist echt krass. Wir müssen jetzt hier die Schraube lösen und hier die Schraube lösen. Hier sollte man das hier sieht man ganz schön die Staubwolke. Also es hat sich gelohnt, das Ding aufzumachen. So, ich werde jetzt das Ganze sauber machen. Hier ist echt alles sehr dreckig. Ich werde jetzt nicht filmen, wie ich das sauber mache. Es ist eigentlich relativ einfach. Auf keinen Fall mit Feuchttücher oder mit was auch immer. Immer alles schön sozusagen trocken sauber machen. Alles halt mit Staubsauger durchsaugen und alles mit einem Pinsel, ganzen Feinstaub mit dem Pinsel alles wegmachen. Und dann sehen wir uns dann, wenn ich alles sauber gemacht habe. So, ich habe jetzt hier alles sauber gemacht, den Prozessor. Jetzt mache ich neue Leitpaste drauf. Nachdem ich das aufgetragen habe, werde ich mich kurz zurückmelden und dann ist eigentlich schon die ganze Arbeit erledigt. Die ganzen Geräte sind sauber. Ich kann euch das mal zeigen. Hier die Platine ist halt sauber und hier der ganze Lüfter ist halt nochmal sauber. Man kann jetzt durchschauen.
Der Lüfter ist jetzt auch sauber. So, perfekt. Andere Seite ist auch sauber. Alles klar, dann bis gleich. So, die Wärmeleitpaste ist jetzt hier drauf. Ich mache auch ein wenig Wärmeleitpaste auf den Kühler drauf. Also hier. Da muss man halt, wenn ihr das auch macht, müsst ihr halt ein bisschen einschätzen, wo halt quasi hier die Mitte ist vom Prozessor. Ist aber relativ einfach. Einfach hier einen kleinen Strich drauf malen mit der Spritze. Und dann läuft das schon. Ich baue euch das Ganze zusammen. Ich werde das jetzt nicht filmen, wie ich das zusammenbaue. Und dann sehen wir uns zum Schluss, wenn ich die Playstation nochmal anmache. Bis dann. So, da steht sie jetzt. Wieder zusammengeschraubt und angeschlossen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob ich keine Kabels vergessen habe. Sehr gut, die springt schon mal an. Das heißt, alles wurde richtig gemacht. Sie läuft. LED ist an. Und sie funktioniert. PlayStation geht an. Perfekt. Ich würde mal sagen, ich lasse die PlayStation jetzt eine halbe Stunde laufen. Wir sehen uns dann später. Und ja, dann sehen wir ja, ob die PlayStation leiser geworden ist oder nicht. So, die PlayStation steht, ist angeschlossen. Sie läuft jetzt knapp 40 Minuten. Wir sind hier im Startmenü von Modern Warfare. Und man hört ja, alles leise. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bewertet das Ganze und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, falls ihr die Sache durchgezogen habt und es bei euch auch funktioniert hat. Bis dahin, euer Ruski.